buchstäblich von heute auf morgen sollte ich große Passagiermaschinen fliegen und die Verantwortung für hunderte Menschenleben übernehmen. Mit gerade mal 22 Jahren. Frisch von der Flugschule. 0 Erfahrung, 0 Selbstvertrauen. Und als ich dann meinen allerersten Flug hatte, direkt mit Passagieren an Bord, ja, raten Sie mal, da war ich der Pilot Flying, der direkt die Maschine steuern sollte, der die Verantwortung hat. Und ich weiß noch, als wäre es heute, wie ich da drin saß in meinem Cockpit bei der Flugvorbereitung, das Boarding lief bereits und ich mich fast schon ungläubig umgedreht habe. Die Cockpit-Tür stand so ein Spalt weit offen und ich konnte sehen, wie die Passagiere reinströmen. Und ich mir nur so gedacht habe, wenn die wüssten. Ja? Wenn die wüssten. Mein Kapitän, der wusste das natürlich. Der war besonders aufmerksam. Der hat mich bei meiner Arbeit unterstützt. Aber er hat mir die Verantwortung überlassen. Der hätte im Notfall natürlich eingegriffen, aber eben nur dann. Der hat mich ganz bewusst meine Fehler machen lassen. Der hat mich meine Erfahrungen sammeln lassen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe nie wieder in meinem Berufsleben so viel gelernt wie auf diesen allerersten Flügen als junger Co-Pilot. Weil man mir die Angst davor genommen hat, überlebbare Fehler zu machen. Weil man mir die Angst davor genommen hat, Verantwortung zu übernehmen. Einer guten Führungskraft geht es nicht darum, dass die Menschen ihr vertrauen. Eine gute Führungskraft schafft es, dass die Menschen sich selbst vertrauen. Deshalb geben auch Sie jedem in Ihrer Crew die Möglichkeit, als Pilot Flying überlebbare Fehler zu machen. Geben auch Sie jedem in Ihrer Crew das Gefühl, ein zukünftiger Kapitän zu sein. Denn Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg. Und bevor ich jetzt gleich zu meiner Landung hier bei Ihnen ansetze, möchte ich Ihnen noch den wichtigsten Schalter bzw. Knopf bei uns im Cockpit vorstellen. Denn der hat eine ganze Menge mit Vertrauen zu tun. Das ist der sogenannte TOGA-Button. TOGA steht für Take Off and Go Around. Das ist ein winzig kleiner Knopf. So groß. Der ist an den Schubhebeln angebracht. Und wenn ich den drücke, dann fahren die Schubhebel automatisch, wie von Geisterhand, auf vollen Schub. Wir drücken diesen Knopf, wenn wir mal durchstarten müssen. Jetzt stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Pilot befindet sich bereits im Endanflug. Der sieht vor sich schon die Landebahnlichter. Aber die Wetterbedingungen sind alles andere als optimal. Es ist dunkel, es schüttet wie aus Eimern und der Wind kommt böig von der Seite. Und der Pilot weiß, unter diesen Bedingungen kann ich nicht sicher landen. Der weiß, er müsste eigentlich durchstarten, aber aus irgendeinem Grund zögert er. Der zögert, weil er es nicht schafft, sich von seinem Plan, da jetzt zu landen, zu verabschieden und sich neu zu orientieren. Den Blick zu öffnen für andere Möglichkeiten, wie einfach den Ausweichflughafen anzufliegen. Die meisten Abstürze und Unfälle in der Geschichte der zivilen Luftfahrt hätten vermieden werden können, wenn der Pilot einfach nur diesen kleinen Knopf gedrückt hätte und durchgestartet wäre. Nicht eine Fehlhandlung führt zum Absturz, sondern fast immer das Fehlen einer Handlung. Ich glaube, wir alle haben diesen Toga-Button hier oben. Und wir alle kommen hin und wieder im Leben an genau diesen Punkt wie der Pilot. Wo wir zögern, wo uns irgendeine unsichtbare Kraft zurückhält, nach den Sternen zu greifen. Und auch wir bereuen am Ende unseres Lebens nicht die Fehler, die wir gemacht haben, sondern die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Vertrauen kommt von sich trauen. Dafür steht Toga. Für den Mut zu handeln, wenn die Kompassnadel hier in eine andere Richtung zeigt, als der Autopilot hier steuert. Das ist Toga. Und diesen Mut wünsche ich Ihnen von Herzen
Kommen Sie gut an. Dankeschön. Vielen Dank.